Hallo zusammen, ich bin Jewgen Sokolowski von Classic Remise Düsseldorf und wir sind heute hier mit absolut unikat Mercedes Blue Wonder. Wir machen heute einen kleinen Bericht über Blue Wonder, weil unser Hauptthema Spaß oder Invest zum das Auto passt absolut gar nichts, weil das Auto, es gibt nur zweimal, einmal beim Museum Mercedes, einmal hier, aber beide Fahrzeuge, das ist Nachbau, das ist ein Replika, weil Originalfahrzeug leider existiert nicht mehr. Jetzt kleine Geschichte von Blue Wonder. Nach Zweiten Weltkrieg, Mercedes kommt zurück zum Rennsport und der braucht schnell Renntransporter, weil normale LKW für Mercedes Rennabteilung zu langsam. Der baut absolut unikat, nur einmal aerodynamische Schnellrenntransporter. Das aerodynamische Teil von Kabine passt genau zum Front von Mercedes Silberpfeil. Das, was habe ich gesagt, das passt Front von 196R genau zum Kabine, aerodynamische Kabine von Renntransporter. Das Auto macht seine Arbeit 1954, 1955. Leider nach dramatischem Unfall im Le Mans 1955 Mercedes stoppt sein Rennprogramm. Und seitdem, das Auto steht im Hinterhof von Mercedes Rennabteilung absolut still, noch 10 Jahre. Nach 10 Jahren, die Mercedes entscheidet, das Auto verschrotten. Das Auto war geschnitten auf kleine Metallstückteile und komplett verschrottet. Im 90er Jahr kommt wieder die Idee von Auftrag von Mercedes, das Auto wieder als Neubau machen. Für Mercedes, das macht eine Firma Mica GmbH, welche baut das Auto absolut identisch zum Original. Das kommt genau gleiche Chassis, kommt genau das gleiche Motor, kommt Getriebe. Getriebe auch sehr interessant, mit genau gleiche gegensätzliche Getriebe. Chassis und Plattform Mercedes nimmt von Mercedes 300S Karosse W188. Für Schnelltransporter Mercedes braucht einen guten Motor. Die beste Motor, was kann Mercedes machen, das ist von 300er SL Flügeltür. Zeige ich euch ein paar interessante Sachen, welche macht richtig Spaß, ja, zu gucken und ein bisschen verstehen, wie war da damals im 1954. Ja, wir machen keinen Rennwagen auf Renntransporter, weil ehrlich, das ist nicht einfach, aber ich kann zeigen euch, wie das funktioniert, zum Beispiel mit einer Schiene auf einer Seite. Guck mal, wie lange diese Schiene von Transporter. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie lange braucht ein Fahrer oder ein Mechaniker das Auto einladen oder ausladen. Ja? Jetzt gehen wir zum wichtigen Teil von das Auto, zum Herz. Jetzt sehen wir, dass genau das Motor von 300 SL Flügeltür. Und Motorleistung reicht für das Auto als Rennschnelltransporter. Jetzt gehen wir zum nächsten Details. Getriebe. Getriebe, wie habe ich schon gesagt, das ist gegensätzlich Getriebe. Du hast ersten Gang hier, dann zweiten Gang nach vorne, dritten Gang nach hinten, vierten Gang nach vorne und dann fünften Gang. Was finde ich noch absolut Hammer, das ist Sitzbezug. Lenkrad, Tacho und Instrumentpanel, wie habe ich schon gesagt, von 188er Karosse Mercedes 300S. Ich sehe Potenzialbesitzer von das Auto, ein Museum mit historischen Rennfahrzeugen oder historischen Renntransporter oder Mercedes-Sammler, welche sammelt Fahrzeuge vor Weltkrieg und nach Weltkrieg. Das genau passt für seine Sammlung. Das Thema Invest oder Spaß, wir lassen dieses Mal weg, weil das Auto passt nicht zu beiden Kategorien. Das Auto absolut unikat, absolut Museumsstück. Deswegen, ich wünsche euch alles gut. Danke für Ihre Kommentare, danke für Ihre Likes. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.